Hey Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Fragrance hier aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Und ja, ihr habt es gesehen, endlich kommt das Video, was sich so viele gewünscht haben, meine Top 10 Search-of-Düfte. Ja, ich habe ja gedacht, stelle ich einfach meine Kollektion vor oder mache ich eine Top 10 aus meiner Kollektion, weil ich besitze genau 10 Search-of-Düfte und dann passt das. Trotzdem habe ich mir überlegt, eine Top 10 zu machen, ist wahnsinnig. So, weil das ist mein Lieblingshaus. Seitdem ich ja den ersten Duft von dieser Marke gerochen habe, war es mein Lieblingshaus. Da habe ich gedacht, wie kann man jetzt zum Beispiel, wenn man einen Duft riecht, sagen, das ist dein Lieblingshaus. Der war so überwältigend für mich und dann habe ich den zweiten gekauft und gerochen und top. Und deswegen kann ich sagen, 1A, das ist aktuell, seitdem ich Search-of kenne, mein Lieblingshaus. Und ja, hat Tom Ford überholt, ja, hat Zoologic, wie auch immer überholt und so weiter und so fort. In Flakon, in Qualität und so weiter. Und so, und da habe ich überlegt, ich stelle doch lieber nur meine 10 Düfte vor. Aber da habe ich gesagt, nö, ich werde das nicht so einfach machen, sondern ich werde meine Top 10 vorstellen. Zwischen diesen Düften dennoch die Reihenfolge bestimmen, die ich am besten finde. Wahnsinnig schwer. Und alle meine YouTuber, die auch Düfte vorstellen, wissen das. Wer diese Marke kennt, das ist wahnsinnig schwer. Also das ist meine Meinung. Und ich habe es trotzdem gemacht. Wenn ich das jetzt hier so sehe, müsste man so ein bisschen vielleicht wieder zurückschwenken, denn doch nicht. Es ist sehr, sehr schwer. Ich finde erstmal alle nice. So, ich werde 10 plus 1 vorstellen, einen ganz kurz nur erwähnen, weil ich den noch nicht habe. Ich kenne ihn, aber der ist außen vor. Da kommen wir gleich zu. Bevor ich anfange und ihr euch zurücklehnt, weil das wird vielleicht ein bisschen länger dauern, weil das mit Top 10 und bei Search-of nicht so einfach ist, beziehungsweise das wollen wir ja nicht runterraddern, möchte ich mich nochmal bei den Herbert Stricker und seiner Firma Classic Parfum bedanken, die mir einige Düfte zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank, sehr nett, freut mich sehr. Und ja, jetzt stelle ich euch meine Top 10 Search-of Düfte vor. Und wir fangen auch gleich mal an mit Platz 10. Ja, Platz 10 ist für mich ein Duft, den ich im Sommer jetzt, wir haben heute 33 Grad, deswegen ist es auch schon wieder richtig schön warm und schwül warm in Hamburg, vor allem schwül ist es heute schon wieder und im Haus hier natürlich auch. Und ja, Decas ist meine Nummer 10. Decas ist ein Duft, wo ich ihn das erste Mal gerochen habe, habe ich gedacht, das könnte ich so stehen lassen als Nexus für den Sommer. Das ist also aus meiner Sicht. Nexus für den Sommer. Guter Sprüher, muss man nicht viel zu sagen. Mandarine, Tabak nehme ich auch an Anfang. Man darf ja nicht vergessen, dass in Nexus auch Tabak drin ist. Und es kommt aber noch die Frische dazu, die durch die Mandarine gemacht wird. Denn sehr, sehr entspannte Frische durch die leichte Süße im Hintergrund. Der Flakon, sorry, ist genau gleich gehalten. Ihr wisst das ja, dass Search-of Lines macht, also immer verschiedene Shooting Stars, Oud Stars und so weiter. Und überhaupt in einen Nischen-Hausbereich, für die Leute, die das nicht wissen, sind so und so die Flakons meistens immer gleich. So, das kann man gut finden, das kann man schlechter finden. Ich finde es gut. Sind mal so ein bisschen kleine Änderungen, so wie hier sind die Linien drauf, die sind bei Nexus nicht, sonst ist alles gleich gehalten. Ein Milchglas, das ist auch ganz wichtig, weil immer viele fragen, der sieht ja gar nicht, wenn ich den suche, online genauso aus. Nein, weil es ein Milchglas ist und deswegen lassen sie die Flüssigkeit meistens weg. So, aber zum Duft, der hält ungefähr 7 bis 9 Stunden. Ich sage das immer dazwischen, weil jede Haut ist anders. Nochmal, bei anderen hält er 5 Stunden, bei den anderen hält er 11 Stunden. Dann kommen die Moleküle, sind auf jeder Haut anders. Dann ist die Frage, wie heiß ist es, wie kühl ist es und so weiter, trocken, Feuchtigkeit und so weiter. Deswegen ist es immer ein bisschen schwer zu sagen, wie ist die Haltbarkeit. Zur Ausstrahlung kann ich sagen, man wird wahrgenommen. Er ist auch da nicht so doll wie der Nexus. Klar, kann er auch nicht sein. Aber schon sehr, sehr genial. Dann kommt in der Basisnote nachher Moschus und Vanille auch dazu. Also dieser Duft hat schon Stil und Vanille im Sommer zu tragen ist ja immer so ein bisschen schwierig, aber der bringt das gut über die Bühne. Also Decas ist ein sehr genialer Duft auf Platz 10.
So, Platz 9 ist bei mir, es ist schwer. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer mir gefallen. Und zwar NIO. Ja, NIO. NIO ist gehört zu den Shooting Stars Collection, ist ein Duft, der, wie soll ich das sagen, wie eine Zitrone, wie Grapefruit ausgeschabt, wie die Schale von einer Grapefruit, richtig frisch, perfekt für den Sommer, hält seine 6 bis 7 Stunden, könnte meiner Meinung nach stärker sein, kann auch länger halten, aber ihr wisst es ja, Sommerdüfte sollen ja auch nicht so penetrant sein und so weiter und so fort. Es gibt ja auch eben Wespen und so weiter, die stehen auf manche Inhaltsstoffe und die wollt ihr nicht um euch rum haben. Und obwohl das auch schon reicht, das ist ein richtig frischer Duft, der richtig perfekt ist. Schöner Flakon auch. Und NIO ist ein Duft, den würde ich immer in meiner Sammlung haben durch diese Frische, die natürlich auch das Neroli macht, aber checkt da jetzt nicht ab und sagt, oh nee, Neroli, nee. Das möchte ich nicht. Verwechselt das nicht mit 4711. Nein, viele haben ja immer 4711 im Kopf, wenn sie Neroli hören. Meistens ist es auch zu 80% so. Und hier ist es aber nicht so. Ich rieche hier keinen 4711, weil natürlich auch die Jasmin, die auch noch hier drin ist, auch dazu kommt, also sich dazu gesellt. Also die Bergamotte, zitrische Noten einfach sehr, sehr, sehr stark am Anfang. Dann Jasmin, Neroli. Also das hat schon richtig, also der ist von allerfeinsten, der Duft. Und perfekt bei 30 Grad aktuell zu tragen. NIO, Platz 9. So, Platz 8 ist ein, ja, auch Sommerduft. Viele fragen sich, ja, hat Search über Sommerdüfte? Ich sage mal, im Schnitt natürlich nicht so viele, aber auch einige. Ich kenne natürlich nicht alle. Und ja, dieser Duft, diesen kann man wirklich auch bei Hitze tragen, obwohl er süß ist. So, obwohl er süß ist. Viele fragen mich immer, kann man diesen Duft mit Erba Pura vergleichen? Und zwar rede ich von Accento. Ja, kann man den vergleichen. Ich weiß auch gar nicht, warum immer so viele diesen Duft mit Erba Pura vergleichen. Sie haben vielleicht, ich müsste jetzt lügen, ein bisschen Ähnlichkeiten, finde ich, in der Kopfnote schon. Aber dieser Duft hier, der Accento, geht schon, also die Sprüher sind übrigens wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber das ist wirklich von allerfeinsten hier. Das ist mal ein ganz anderer Flakon. Mit dem Samt. Nicht jeder mag das anfassen. Meine Frau macht das nicht so gern anfassen. Das gibt's ja auch. Das ist einfach, im Endeffekt ist das der Erba Pura für den Sommer. So Erba Pura kann man ja nicht im Sommer tragen. Natürlich, also kann man schon nochmal. Ich sage das ja jedes Mal in meinen Videos. Ihr könnt tragen, was ihr wollt. Allerdings, wenn ihr einen süßen Duft bei 30 Grad tragen wollt, der wird immer süßer und irgendwann klebt das nur noch und dann fühlt ihr euch nicht mehr wohl in eurer eigenen Haut im Endeffekt und deswegen ist das ein bisschen schwierig. Erba Pura ist einfach frische Fruchtigkeit. Die Ananas, die am Anfang in der Kopfnote kommt, ist auch ein Bestandteil dieses Duftes, Ananas, ne? Gleich vorweg, dieser Duft riecht, nein, nicht nach Aventus von Creed. Gott sei Dank, er riecht nicht wie Aventus. Dann zitrische Noten natürlich, auch hier wieder Jasmin und dann die Iris, aber auch hier entspannte Iris, keine richtig pudrig auf die Fresse Iris, nein, richtig genialer Duft. Das Einzige, und das muss ich sagen, die Haltbarkeit. Die Haltbarkeit könnte besser sein oder müsste besser sein, weil, wie gesagt, die Düfte sind ja auch nicht so günstig. Wie soll ich das sagen? Schwingt so zwischen, schwankt so ein bisschen zwischen 6, 7 Stunden. Das ist nicht wirklich Powerhouse-mäßig. Gut, Powerhouse muss er ja nicht unbedingt haben, aber der Duft ist ja wirklich genial. Umso länger nachher in Dry Down ist der lecker. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man da ein bisschen mehr von hat. Im Endeffekt ist das aber auch Tagesform wieder und wie die Haut ist. Das ist
ein Duft kann mal so und so lange halten, auch bei euch selber, ne? Also nicht, dass das nur bei anderen so ist. Es kann sein, dass Montag derselbe Duft 5 Stunden hält und an Freitag der Duft 9 Stunden hält. Das ist, wie gesagt, von der Luftfeuchtigkeit abhängig und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist das, oder der Argento lohnt sich und ist ein geiler, fruchtiger Duft mit der Ananas in der Kopfnote, der für mich oder die auch für mich wirklich immer so ein bisschen, ja, immer da ist und bleibt. Einfach ein geiler Sommerduft. Argento auf Platz 8. So, Platz 7. Bevor ich Platz 7 erwähne, möchte ich noch mal was zu den ausstehenden Duft sagen. Der kommt ganz zum Schluss. Dazu möchte ich mal kurz was sagen. Also schaut auch gern bis zum Schluss. Da werde ich dann noch mal den ausstehenden, sage ich mal, 11. Duft kurz erwähnen und warum er jetzt nicht in der Top 10 drin ist, beziehungsweise keine Top 11 ist. So, Platz 7 aber ist Ouvertüre. Ja, das ist kein Sommerduft, das ist ein starker Duft. Und da kommen wir wieder zu, das ist ein Powerhouse. Für den Winter, Herbst, vielleicht auch Frühling nur mit 1, 2 Sprüher. Absolut genial. Richtig genial. Geil. Auch hier wieder mit Samt. Sehr schön. So grau, schwarz. Weiß nicht, ob man das gut rüber bekommt hier. Sehr schöner Flakon und das ist einfach ein geiler Duft. Er war schwer. Argento hier, da wusste ich immer nicht, Ouvertüre, aber trotzdem musste ich Ouvertüre ein Stück davor setzen, weil er ist schon genial. Orange, Feigenblatt, Zimt, Rose ist hier drin. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, das ist wirklich geil. Riecht ein bisschen hier, wenn man hier an Sprüher riecht, auch ein bisschen nach Alkohol. Ja, so ein bisschen könnte man so ein bisschen leicht rosigen, schokoladigen Abgang. Hat schon was. Also das ist wirklich nice. Und da liegt die Betonung auf nice, wie der Doc immer sagt. Richtig top. Und bei diesem Wetter, wo man richtig, es ist so warm hier, ist der Duft einfach nicht. Natürlich, wie gesagt, ihr könnt das machen, aber ja, ihr solltet das nicht machen, weil das klebt irgendwann und das ist zu stark. Ouvertüre, sehr geiler Winterduft. Powerhouse, hält 13, 14, 15 Stunden auf den Klamotten noch bis 2 Tage wahrzunehmen. Ausstrahlung, braucht ihr nicht nachfragen, ihr werdet wahrgenommen. Leute fragen euch, was tragt ihr für einen Duft? Sehr geiler Duft. Platz 7. Ouvertüre. So, Platz 6. Ja, Platz 6, jetzt kommt der erste Oud Stars aus der Oud Stars Collection, und zwar Fars. Ja, Fars. Ja, das ist schon ein sehr genialer Duft. Ein Rosenduft, jetzt kommen wir jetzt wieder, ihr wisst ja, auch ich sage das oft, es ist ja viel Rose Oud. Das ist ja schon so. Rose Oud wird ja immer gern genommen. Nur hier beim Fars ist das ist ein Duft, wo das Oud oder wo ich persönlich das Oud nicht wirklich wahrnehme. Fast gar nicht. Und das ist im Endeffekt ein schöner Lavendel-Rosenduft. Natürlich mit einem Top-Sprüher. Ja, das ist Platz 6. Jetzt kommen wir nämlich dazu, das ist absolut schwer. Ja, Platz 6 ist es ein Duft. Das ist Jasmin auch natürlich. Ihr kriegt einfach die Jasmin bei Search auch immer um die Ohren gehauen, was genial ist, wenn man das mag. Rose. Also das ist... Also die Oud Stars Reihe habe ich nicht komplett. Ich habe 2 Stück. Es ist schon genial. Also da kann man nicht zu sagen. Die sind schon sehr lecker. Das ist ein Duft, der so seine 8, 9 Stunden hält. Vielleicht auch wieder länger, es kommt darauf an. Kann man im Endeffekt immer tragen. Zum Essen, zum Ausgehen, zum Büro, denn vielleicht mit 1, 2 Sprüher nur. Kommt darauf an, wie lange er denn bei euch hält. Vielleicht dann nochmal nachsprühen, kommt darauf an, wie lange ihr im Büro seid. Als Chef mit Anzug schon sehr, sehr genial. Und ja, das ist geil. Dazu kommt ja noch, das dürft ihr nicht vergessen, Amber und Sandelholz. So Leute, und das, also Fars und die Oud Stars Collection ist schon von allerfeinsten. Mehr kann man da eigentlich auch nicht sagen. Fars auf Platz 6. So, auf Platz 5 kommt, ja, Ouden. Einfach mal ganz schnell rein. Das ist, ja, geiler Duft. Die süße, milchige, cremige Substanz, die da aufgesprüht wird. Oh.
Eigentlich ist das schon Endstation. Und ihr wisst ja, bei welchem Duft ich Endstation bei Search of sage. Das hier ein Endeffekt auch. Das ist zwar Platz 5, weil wie gesagt, das wird schwer. Das ist einfach schwer bei diesen Düften. Ouden wird ja immer verglichen von euch oder von vielen, auch im Netz, mit Nikos Sculpture, den Drogerieduft für 20 Euro oder 19 Euro. Ja, die haben Ähnlichkeiten, so haben sie, aber von der Haltbarkeit schon mal nicht. Ouden ist jetzt nicht der stärkste Duft. Sag ich mal auch 6 bis 8 Stunden. Ausstrahlung ist gut, die ersten 3,5 Stunden, nehmt ein bisschen ab wieder und ein bisschen ausklinken. Aber der ganze Verlauf und die ganze Qualität, die habt ihr ja in den Nikos Sculpture nicht. Ich will den Nikos Sculpture nicht schlecht machen. Bevor ich den noch nicht hatte, hatte ich ja Nikos trotzdem. Und das ist ja auch Erinnerung aus den 80ern, Anfang der 90er, glaube ich, immer ein Drogeriemarkt gewesen. Und trotzdem ein guter Duft. Aber das ist einfach eine andere Qualität, wirklich eine ganz andere Qualität. Hier ist einfach der Kaffee, der ist ja bei Nikos gar nicht dabei. Ich nehme den hier auch nicht wirklich, weil Grapefruit, Zitrone, Kaffee, Vanille, das ist schon genial. Kaffee kann man da nicht wirklich wahrnehmen, aber kommt schon richtig geil. Übrigens, das ist wieder die Shooting Star Collection, wie schon Nio. Also richtig geil. Nio und Ouden muss man einfach in der Sammlung haben. Also Leute, sehr geil. So, Platz 4 ist bei mir. Ich habe den so weit oben. Viele würden den, glaube ich, gar nicht so als Mann auf jeden Fall nach oben setzen, aber irgendwie, der Duft hat was für mich. Und zwar Erba Pura. So, da haben wir ihn. Das ist ein perfekter Begleiter für den Winter und auch Herbst, wenn es kühler ist. Die Süße, die hier drin ist, das ist eigentlich, das ist ein Früchtecocktail von Allerfeinsten. Ja, wirklich von Allerfeinsten. Er wird immer verglichen mit, wie heißt der jetzt, Kirke, glaube ich, Kirke von Terenzi. Ich kenne den Duft nicht, weil viele sagen, der ist auch so ein Früchtecocktail, aber synthetisch und nicht so gut oder lange nicht so gut wie Erba Pura. Das haben mir alle gesagt, die auf jeden Fall die Ideen haben. Deswegen habe ich ihn bis jetzt auch nicht getestet. Und denke ich mal, werde ich auch sein lassen, weil Erba Pura für mich, ich möchte auch deswegen auch nicht den Terenzi testen, weil Erba Pura ist einfach für mich, der steht einfach. Und das ist ein pudriger, cremiger Früchte-Cocktail. So, ganz einfach in 1A-Qualität. Also ihr nehmt hier neben der Vanille wirklich am Anfang definitiv die Orange, Bergamotte, Zitrone wahr. So, und das mit Zucker im Endeffekt. Jetzt nicht hier irgend so süßen Krempel, richtig penetrant, synthetisch, nein, richtig lecker, genial. Hält bei mir 11 Stunden, das ist ja auch ein starker Duft, super Ausstrahlung, der wird wahrgenommen. Ach, lassen wir das so stehen, Erba Pura auf 4 ist genial. Und übrigens auch wieder Samt, schön, das sieht schon geil aus. Also, ach, lassen wir es so stehen, Erba Pura auf 4. So, auf Platz 3. Ja, Platz 3. Jetzt kommen wir zur Bronzemedaille. Das ist jetzt schwer. Die letzten 3 waren schon so schwer. Ja, auf Platz 3 habe ich Alexandria 2. Ja, das ist ein Duft auch aus der Oud Star Collection. Das ist einfach auf die Fresse. Schon öliges, ein bisschen öliges, wirklich starkes Oud, holziges Oud. Genial. Das ist ein genialer Duft, der wirklich sehr stark ist. Oh, so ein bisschen dreckig auch, dann wieder doch ein bisschen schokoladig. Ich rieche da immer so ein bisschen, da ist keine Schokolade drin. Ich rieche aber so ein bisschen im Hintergrund immer diese bisschen so zartbitter. Irgendwie so richtig so Schokolade oder Schoko, ach, was weiß ich, Sirup. Und dann holzig, starkes Oud. Kein, für mich persönlich, nicht wirklich Kuhstall-Oud oder stinkendes Oud. Nee, finde ich überhaupt nicht. Das haben auch einige gesagt. Also das ist natürlich, wie jeder das wahrnimmt, aber ich finde das Alexandria 2 und das daran merkt man, dass das Qualität ist. Es ist einfach kein stinkendes Oud für mich. Von 0 bis 100 überhaupt nicht. Also manche riechen ja richtig nach Kuhstall. Ich habe das hier nicht. Habe ich nicht. Genialer Duft. Auch hier ist Rose mit bei. Ich finde, die nehme ich persönlich nur minimal ein bisschen wahr. Und natürlich auch Vanille. Nehme ich auch nicht so wirklich. Also alles so ein Zusammenspiel ist wirklich genial. Das ist Alexandria 2. Was soll ich dazu sagen? Also wer den kennt, Haltbarkeit brauchen wir jetzt nicht von reden.
15 Stunden Ausstrahlung, sehr stark, ihr werdet wahrgenommen mit einem Sprüher. Also das ist von allerfeinsten. Geiler Duft. Platz 3, Alexandria 2. So, Platz 2 ist ein Duft, der gleich vorweg so 7 bis 9 Stunden, 8, 7, 9, der ist immer verschieden, hält. Nicht so stark ist wie der Alexandria 2 und so, leider auf einer Hinsicht, aber dann trotzdem immer vorbeikommt der Geruch. Und zwar ein schöner Kaffeeduft. Ein schöner, würziger Kaffeeduft, und zwar rede ich von Golden Dollar. Ja, Golden Dollar ist auf Platz 2 bei mir richtig genial. Und ja, das ist Coffee Break Collection. Ja, Kaffee, würzig. Das ist ein Kaffeeduft. Man fragt sich ja immer, und ich habe jahrelang einen Kaffeeduft gesucht, einen ordentlichen. Hier habe ich ihn. Irgendwie so ein bisschen, als wenn, oh, das ist ein Duft. Genial, deswegen ist er auch auf 2. Das ist sehr geil. Also, hier ist auch der Flakon ein bisschen anders. Ihr seht ja dunkelrot, wie so eine Rose gehalten. Goldene Beschriftung, sehr geil. Also, ein sehr geiler Duft. Auch hier Rose natürlich drin, Kaffee. Wie gesagt, spicy, also würzig, richtig. Also, das hat schon was. Dieser Duft hat einfach, wo ich den das erste Mal getestet habe, als Test, war ich sofort verliebt in diesen Duft. Also, genial. Amber, Oud ist auch noch drin, Tonkabohne. Das macht diesen Duft einfach genial. Und ihr seht, holt euch diesen Duft. Geiler Duft. Ihr müsst Golden Dollar auf jeden Fall testen. Der hat mir gefallen, diese Flakons. Ja, absolut geil. Der Kaffee ist hier wirklich gut. Das ist hier kein Milchkaffee, Leute. Ne? Die meisten Kaffeedüfte sind Milchkaffees. So, das ist ein richtiger Kaffeeduft. Also nicht so ein Duft, wo ihr unbedingt auf die Kaffeebohne beißt und dann diesen Duft. Nein, aber es ist schon ein sehr cooler, bisschen dunkler, starker Kaffeeduft. Golden Dollar auf 2. So, und Platz 1, ja, bis jetzt hat ihn immer noch keiner Runde gehauen. Die Leute wissen jetzt, was kommt, aber denkt dran, nicht wegschalten, gleich kommt noch mal der ausstehende Duft. Und zwar Platz 1, Nexus. So, was soll ich dazu sagen? Endstation überhaupt. Haltbarkeit 16 Stunden, Ausstrahlung, Hammer. Das ist ihr bekommt Komplimente ohne Ende. Ich bin auf Sylt gewesen, wo ich übrigens demnächst wieder bin. Ich mache Urlaub, keine Angst. Ich werde auch dort wieder Videos machen für euch. Also Urlaub gibt's für mich fast nicht. Und ich werde von Sylt Videos machen. Ja, und wir fahren in unsere Wohnung. Ich muss einfach mal Urlaub machen und dann wird es ein paar Videos geben. Wahrscheinlich wird diesmal jetzt Sonntag oder beziehungsweise Düfte der Woche wird ausfallen oder ich werde es Freitag rausbringen, weil ich fahre ja auch hin dort, wahrscheinlich Samstag oder Sonntag, deswegen kann ich das noch nicht sagen. Schauen wir mal, vielleicht wird es auch in die nächste Woche verschoben. Es ist noch nicht so fest, aber mit diesem Duft habe ich auf Sylt ohne Ende Komplimente bekommen. Ich bin gerade raus aus dem Haus, der erste Kompliment von einer, die ich nicht kannte, aber die da auch wohnt. Und dann in der Stadt. Also ich habe an den Tag 5 Komplimente bekommen. Das ist ein so genialer Duft, der lange hält. Und bis jetzt wurde er nicht geschlagen. Zu den ausstehenden Duft komme ich gleich. Oh, diese Cremigkeit, leicht frische, Honig, Tabak, Vanille ist unschlagbar. Ich habe noch keinen weicheren, warmeren Duft gerochen wie Nexus. Das ist, also was diese süße, warmen Düfte angeht, ist das einfach, da ist Endstation. Da ist Endstation. So. Und Nexus ist auf 1 immer noch und bleibt auch auf 1. So. Das war meine Top 10. Jetzt zu den ausstehenden Duft, weil mich auch viele ständig anschreiben. Ja, aber Moment mal, Nexus ist immer bei dir auf 1. Viele werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben, dass der auf 1 ist. Wo ist denn Ambassador? Ich habe Ambassador. Das ist ein Hammer genialer Duft. Ich habe nur eine Probe von ihm gehabt. Ich werde ihn nochmal vorstellen, wenn ich ihn habe. Ich will das nicht mit Probe machen. Ich möchte einen Flakon, wie immer, wie ich bin, in die Kamera halten und nicht nur immer proben. Mal kann man das machen, aber nicht immer. Und deswegen ist er auch noch nicht in den Top 10 drin. Wenn ich ihn jetzt gehabt hätte oder schon gekauft hätte oder so weiter und so fort, dann wäre definitiv, ja, entweder auf 1 oder auf 2. Ich muss aber
ihn nochmal testen und so weiter. Ich weiß, ich finde ihn genial. Er wird in meine Sammlung wandern. So, also Leute, beruhigt euch, entspannt euch. Ich werde ihn nochmal vorstellen. Jetzt ist er nicht dabei, aber als ausstehender Duft, es ist ein genialer Duft. Er ist perfekt. Wenn nicht sogar wirklich der beste insgesamt, das Gesamtpaket von Ambassador. Ne? Das werden wir dann sehen, wenn ich nochmal habe. Das, was ich im Kopf habe, ist perfekt gewesen. So. Und ich habe mich verliebt in ihn, nur ich habe ihn irgendwie noch nicht. Passiert eben, aber er wird kommen, Leute. Aber hier Nexus auf Platz 1. So, das war mein Video. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Und nochmal herzlichen Dank an Herbert Stricker, der mir ein paar Düfte zur Verfügung gestellt hat. Und wie gesagt, unten in meiner Beschreibung gucken, den könnt ihr die Düfte beim Beauty-Konzept natürlich mit meinem Gutscheincode kaufen und günstiger bekommen, plus noch Extras, zum Beispiel noch 2, 3 andere Proben von Search-Off, und ja, dann könnt ihr sehen, was ihr als nächstes kauft. Das ist schon sehr genial. Dann macht's gut, genießt den Tag und bleibt gesund, das ist ganz wichtig, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Fragrance Talk.